Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Café Olaf Koch, der CEO der Metro-Gruppe. Es gibt ein sehr cooles Buch von Ben Horowitz. Du hattest ja vorhin auch über Netscape gesprochen. Und das heißt The Hard Thing About Hard Things. Hast du das mal gelesen zufällig? Nee, habe ich nicht gelesen. Ist ein cooles Buch, wirklich. Also es ist eigentlich so ein bisschen autobiografisch, irgendwie seine Learnings, die er halt so aus den Gründungsjahren und den Jahren, wo er umstrukturiert hat, eben gerade gefunden hat. Und er meinte eigentlich, Unternehmensführung ist eine Reihe von schwierigen Entscheidungen. Man muss eigentlich immer nur zwischen A und B entscheiden. Kannst du dich damit identifizieren? Also meinst du, er hat recht oder ist Unternehmensführung mehr als das, als schwierige Entscheidung? Also wenn es nur schwierig wäre und damit verbunden auch schwierig gleich unangenehm, dann wäre das ja schlimm. Also ich glaube schon, dass man natürlich sich schwierigen Dingen stellen muss und der größte Fehler ist, sich diesen schwierigen Dingen nicht zu stellen und sie auf die lange Bank zu schieben. Aber ich kann nur sagen, hier für mich, ja, die Transformation war mit viel Herausforderung verbunden, aber es hat immer unglaublich viel Bock gemacht, weil man weiß, es lohnt sich. Es ist da etwas, was wir gemeinsam jetzt geschaffen haben über die 8 Jahre, was mir unglaublich viel zurückgibt, aber nicht nur mir, wo ich auch merke, die Leute nehmen auch unglaublich viel Energie aus dem, was wir hier gemeinsam tun. Und wenn schmerzhafte Entscheidungen anstehen, wenn man sie gut argumentieren kann und mit den Leuten gut kommuniziert, dann sind sie auch umsetzbar. Ja, weil manchmal überhöhen wir, glaube ich, auch dann die Schwierigkeit. Und in der Korrelation von all den Dingen, die dir im Leben passieren, sind die Sachen manchmal relativ unproblematisch. Das muss man vielleicht auch mal nüchtern sehen. Also ich finde den Spruch eigentlich ganz spannend, dass man sagt, niemand wird sterben. Also ein Arzt kann das natürlich nicht sagen. Wenn der einen schlechten Tag hat, dann kann das irgendwie passieren. Ja. Aber wenn man hier so im Business, im Zweifel wird nicht besonders viel Schlimmes passieren. Ist vielleicht auch ganz... Du musst mit den Leuten halt transparent und dann auch fair umgehen. Und auch wenn der Moment sich unglaublich unangenehm anfühlt und auch durch eben negative Kommunikation bei den Leuten, die Sorgen so hochgetrieben werden, dass sie vielleicht dann auch echt schlecht schlafen. Gerade dann ist Kommunikation relevant, um den Leuten zu erklären, hey, schau her, komm, wir gehen hier mit dieser Situation vernünftig um und auch mit dem, wie es dir dann gehen wird. Das erklären, warum irgendwie. Ne? Ja. Wenn ich mir mal versuche vorzustellen, wie du als Kollege oder als Chef bist und ich jetzt deine Board-Kollegen zum Beispiel fragen würde, wie beschreiben sie dich, deinen Führungsstil, dich als Person, was würden die wohl antworten? Ha. Das müsstest du dir selber fragen. Machen wir gleich. Sind ja alle da. Also ich denke schon, dass ich jemand bin, der die Vielfalt der Meinungen einfordert. Okay. Das ist immer meine größte Ambition, ist erst zuzuhören. Man hat eine Neigung, seine Meinung schnell zu artikulieren, vor allem wenn man in der Verantwortung ist, und dann ist es doch der größte Fehler. Und wenn ich das so sagen darf, das war etwas, was ich bei Permira unglaublich lernen durfte. Denn da war die Vielfalt der Meinung, zu der Zeit, als ich da war, es ist auch schon über 10 Jahre her, war eigentlich das höchste Gut. Okay. Und wenn dort diskutiert wurde um Sachverhalt, dann war Seniorität im Raum unwichtig. Wenn dort eine seniore Person, eine juniore Person auf stumm schalten wollte, hatte der ein Problem oder die ein Problem, aber nicht die juniore Person. Und das fand ich extrem stark und das hat mich auch inspiriert und das versuche ich auch mitzunehmen. Es gelingt mir meistens, würde ich sagen, in den überragenden Fällen, würde ich sagen. Aber wenn wir uns entschieden haben, dann kennen mich meine Kollegen auch, dann haben wir uns entschieden. Und dann bin ich auch nicht bereit, jetzt jede Entscheidung nochmal zu hinterfragen nach einer Woche. Nee, wenn es einen triftigen Grund gibt, den wir übersehen haben, dann von mir aus. Aber ansonsten denke ich auch, dass ich bei meinen Kollegen dafür bekannt bin, dass wir Kurs halten. Und ja, der dritte Aspekt ist, glaube ich, dass ich meine Rolle auch darin sehe, den Leuten Zuversicht zu geben. Egal, wo gerade die Probleme sind. Ich habe die Zuversicht bei mir selber und ich teile sie mit Kollegen und der ganzen Mannschaft hier. Klingt irgendwie nach stiller Kraft. Also so würde ich jetzt die Headline umschreiben. Okay. Passt das? Ja? Okay. So still bin ich gar nicht. Okay. Sehr gut, cool. Dann vielleicht generell nochmal zum Thema Führung. Was ist denn eigentlich Führung? Wo findet die statt? Also findet die im Boardroom statt? Findet die am Tischkicker statt? Oder findet die im Laden statt bei euch? Also
Na, ich glaube, das geht ja jedem so, wenn man durch seinen Berufsweg geht und mehr Verantwortung übernimmt, stellt man fest, dass mit jedem Schritt, den man geht, die Führungspräsenz eigentlich immer mehr einnimmt. Und ich denke, heute ist es so, wenn man ein Unternehmen lenkt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man eigentlich immer führt. Weil die Leute immer darauf achten, ist das eigentlich kompatibel, wie er sich verhält zu dem, was er gesagt hat. Ist es glaubwürdig, was er spricht und was er tut. Und deswegen findet Führung aus meiner Sicht genauso statt, wenn ich hier die New Joiner begrüße. Das mache ich 3-mal im Jahr. Begrüße ich alle Leute, die hier neu am Campus sind, erkläre denen die Strategie. Und wir haben dann ein bisschen was zu essen und was zu trinken und versuchen mit denen ein Netzwerk aufzubauen. Genauso wie im Boardroom. Genauso wie in einem Performance Review mit einem Land. Und Führung hat dann aus meiner Sicht jetzt mal rein systematisch den Aspekt, dass man versucht, den Leuten zu vermitteln, und zwar in regelmäßigen Abständen, ganzheitlich drauf zu schauen. Wir verlieren uns häufig im Klein-Klein. Das Tagesgeschäft konsumiert unglaublich viel Aufmerksamkeit und Energie. Und dann ist es doch manchmal so, dass die Leute diesen Running-to-Stand-Still-Effekt haben. Die rennen und rennen und rennen und sehen eigentlich gar nicht, dass wir eigentlich schon vorher bei der Kreuzung hätten abbiegen sollen, wenn man ganzheitlich drauf schaut. Bei uns haben wir das systematisch gemacht. Wir gucken auf die Entwicklung der Geschäftseinheiten hier mit so etwas, das nennt sich Value Creation Plan. Und eigentlich alle 2-3 Jahre gucken wir nochmal ganz neu drauf. Und da versuchen wir den Leuten dann auch die Motivation und die Rückendeckung zu geben, ganz anders über das Geschäft nochmal zu reflektieren. Das kann am Ende dazu führen, dass wir genau mit dem gleichen so weitermachen wie vorher, aber wir lösen uns mal von dem Geschäft, das wir tagtäglich so betreiben und schauen anders drauf. Das ist meine Rolle. Sowohl bei diesen Landeseinheiten als auch mit den Funktionen. Das Zweite ist aber dann, wenn wir uns darauf vereinbart haben, dann umzusetzen und die Leute daran zu erinnern, wenn wir was machen wollen, dann machen wir das auch. Und die Ausrede, ja, aber ich habe schon so viel auf meinem Tisch, ich kann doch nicht alles machen, ist eine gute Erklärung für den Moment, aber keine gute Erklärung für die Zukunft, weil ich denen sage, dann musst du dir die Fähigkeiten organisieren. Deine Aufgabe als Führungskraft ist nicht, dass du in allen Dimensionen der Beste bist, das ist menschlich unmöglich, aber du musst sicherstellen, dass wir für die Aufgaben die Besten kriegen. Das ist das, was ich von den Kollegen dann auch einfordere. Und bisweilen natürlich dann auch derjenige, der der Sache dann auch mal härter hinterhergehen muss, wenn wir einfach merken, wir haben kontinuierlich Inkonsistenz in der Performance. Das ist das Unschönste. Das war eine sehr Konzernart, das zu sagen. Ja, aber klar, die Leute gucken auch drauf, bist du konsequent oder nicht? Oder sind wir einfach nur immer auf der schönen Seite des Lebens und malen uns alles in buntesten Farben aus? Nee, es gibt eben halt auch die Kehrseite der Medaille. Das kann manchmal damit zu tun haben, dass die Fähigkeiten nicht da sind. Da kann man helfen. Manchmal hat es aber auch was mit der Einstellung zum Job zu tun. Dann kann man auch vielleicht helfen, aber eventuell auch nicht mehr. Wenn ich hier aktiv zuhöre, dann glaube ich, wenn ich so die Bausteine von Führung, wir haben ja angefangen mit der Frage, was ist Führung? Wenn ich dir zugehört habe, dann glaube ich, die Bausteine, die ich gehört habe, sind erklären, Struktur schaffen und erinnern. Okay. Ja, erklären würde ich nicht sagen, weil ich denke nicht, dass ich derjenige bin, der die Welt erklären kann. Ich kann den Leuten aber den Raum geben, neu über Dinge nachzudenken und dabei Sachen zu entdecken, die sie mir erklären. Na, also wenn ich jetzt heute, nehmen wir das Beispiel Portugal, als wir da drauf geschaut haben, wie sieht eigentlich der Gastronomiemarkt aus in Portugal? Wie entwickelt er sich in den nächsten Jahren? Wie verändert sich die Rechtsprechung? Wie sieht die Innovation in Portugal aus? Da haben die Kollegen vollkommen neue Dinge entdeckt, die haben die mir erklärt. Ja, nicht gehen, ja? Ich habe denen nur gesagt, was ich euch sagen kann, ist, macht die Box auf. Denkt anders drüber nach. Das kann ich euch erklären. Aber dann über das Geschäft zu reden, da brauche ich die Leute vor Ort, die das können. Und das also wieder inhaltlich, was du sagst, resoniert total mit mir und klingt sympathisch. Ich finde irgendwie diesen Begriff Führung, der klingt irgendwie so unsympathisch. Der klingt irgendwie ein bisschen altbacken, unfreundlich, irgendwas Aufoktroyiertes, etwas, was man hinnehmen muss. Empfindest du den Begriff genauso? Also sprecht ihr von Führungskräften intern oder geht es nur mir so, dass dieser Begriff da hier Englisch-Konzernsprache ist, reden wir selten über Führung, sondern Leadership und Management. Also Leadership als im Sinne von Inspiration und den Weg eigenständig und mit viel Unternehmertum anzugehen. Aber wir müssen auch managen, die Dinge müssen auch gemacht werden an vielen Stellen.
Ich glaube, Führung ist immer dann, so wie du es beschreibst, wenn es darum geht, den Leuten Anweisungen zu geben, führ es so aus. Ja, Arbeitsanweisungen. Also, wenn man jetzt sagt, aus der militärischen Welt kommt, es werden Befehle erteilt und die werden ausgeführt. Punkt. Ja. Ende der Diskussion. Aber Führung macht ja dann erst richtig Spaß, wenn du merkst, ich mache die Leute so groß, dass sie mehr Eigenständigkeit haben. Und das ist unser Prinzip seit einigen Jahren, dass wir eigentlich immer mehr Verantwortung hier aus der Zentrale rausverlagert haben. Es war vollkommen richtig, dass die Metro lange Zeit sehr zentralistisch gearbeitet hat, weil das Modell war so erfolgreich und es wurde so oft wiederholt. Insofern gar keine Kritik daran. Heute ist die Metro lokal, weil Großhandel definiert sich über lokale Dimensionen. Ich muss der beste Metro in Indien sein, weil ich indisch bin. Ich muss der beste Großhändler in Spanien sein, weil Makro Spanien spanisch ist. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Autorität und Freiheit in die Landeseinheiten gegeben. Das ist aber nur der Anfang, weil wenn die es genauso machen, dann geht das eigentlich von Landeseinheit in Region in die Stadt. In den besten Versionen unseres Geschäftsmodells entscheiden Leute im Store über das Sortiment. Und die definieren auch ihren Spaß und ihre Freude und ihre eigene Identifikation mit dem Unternehmen genau darüber, dass sie sagen, das kann ich bei der Metro, das kann ich in einem anderen Unternehmen so nicht machen. Verstehe ich. Und wenn ich da jetzt wieder zugehört habe, du hast von Verantwortung so ein bisschen gesprochen und dass dann halt die Entscheidungen irgendwie nah am Kern sind oder nah am Markt, wenn man so möchte. Es gibt so einen Ausdruck, den ich manchmal höre, wenn ich mit Teams spreche, dann sagt man, das hat mir keiner gesagt. Und ehrlich gesagt bin ich irgendwie allergisch auf diese Aussage, weil das spricht von so wenig Verantwortung irgendwie. Gibt es irgendwas, auf das du allergisch bist, was Leute manchmal sagen, wo du sagst, Mann, ey, denk doch mal anders so, ne? Ja, da gibt es schon ein paar natürlich. Ich schreibe mit. Nein, ich denke, was mich schon zur Weißglut bringt, ist, wenn ich merke, die Erkenntnis ist da. Also wir wissen gemeinsam, was der Sachverhalt ist und was gemacht werden muss. Wir haben auch die Vereinbarung, es wird nicht getan. Und das hat dann weniger damit zu tun, dass die Leute sagen, das hat mir keiner gesagt, als mehr mit dem, was ich vorher sagte. Ich meine, ich habe schon so viel auf dem Tisch. Und diese Erklärung verstehe ich logisch, akzeptieren tue ich sie nicht. Weil ich sage, dann sorg dafür, dass du die Leute hast, die das machen. Der andere Aspekt bei uns in unserem Geschäft ist einer, der nachgelassen hat. Aber früher wurde mir häufig entgegengehalten, nee, Belieferung können wir nicht machen. Da kannibalisieren wir ja unseren Umsatz. Okay. Wenn ich Kannibalisierung gehört habe, war ich auf DEFCON 1. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt können wir mal darüber reden, was der Kunde will, bevor wir darüber reden, ob wir Umsätze aus einem Kanal in den anderen Kanal verlagern. Ja. Falscher Fokus irgendwie. Ne? Das war aber lange Zeit bei uns hier echt eine Standardantwort auf die Frage, sollte man jetzt in den Kanal investieren oder den? Gelerntes Verhalten. Kannibalisierung. Ja. Ja, das hat nachgelassen.